Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Paintbook Podcast. Heute schauen wir uns das neue Intuos an von Wacom, das 2015er Modell. Das gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir haben hier das Intuos Art Größe M im Test. Da könnte man jetzt sagen, Back in Black, ja. Das heißt also, es ist komplett schwarz gehalten. Das sieht schon mal ganz schick aus. Wir haben hier nochmal zum Vergleich das alte Bambu, also zwei Versionen, also zwei Vorgängerversionen quasi davor. Das war noch in einer recht großen Größe. Ja. Die Arbeitsfläche ist natürlich gleich geblieben. Es ist aber halt hier ein bisschen schmaler halt geworden, damit man halt auf dem Schreibtisch auf jeden Fall mehr Platz hat. Aber wenn man jetzt die ganzen Produkte vergleicht, dazwischen müsste man jetzt noch das Intuos vom 2013 legen. Das ist von der Breite hier identisch, aber es gibt schon ein paar Änderungen. Und zwar sieht man hier als erstes am Stift, da fehlt hier der Radierer. Das heißt, wenn man radieren möchte, muss man jetzt nicht mehr drehen, sondern muss dann halt auf eine Funktionstaste das Radieren legen oder aber hier auf eine Funktionstaste auf dem Stift direkt. Das hat Vor- und Nachteile. Ist natürlich schade, dass halt diese Funktion für den einen oder anderen wegfällt. Dann von der Oberfläche her finde ich, ist vom Vergleich her das alte Bambu zum neuen Intuos. Hier war es ein bisschen rauer, ja. Also von der Haptik her ein bisschen besser, von der Abnutzung vielleicht ein bisschen schlechter. Da muss man vielleicht mehr Stiftspitzen austauschen. Bei dem neuen hier finde ich, ist das Gefühl ein bisschen glatter. Ja, da muss man halt dann in einem längeren Test halt sehen, ob sich da mehr Abnutzungsspuren ergeben oder nicht. Auf jeden Fall kann man als ersten Eindruck halt sagen, dass bei dem neuen Intuos der Stift ein bisschen einfacher daherkommt. Der ist also hier schon mal eine ganze Etage kleiner, das sind ungefähr, je nachdem von wo man rechnet, sagen wir mal so 2 cm. Und der ist halt auch viel dünner. Ob das jetzt hier der Vorteil ist für den Designer, ist halt die Frage. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen billiger daher. Und das im Vergleich nochmal zu dem Bambu. Da ist der Stift wesentlich breiter, ein bisschen massiger, liegt aber auch gut in der Hand und auf jeden Fall optisch viel wertiger als bei dem Intuos Modell. Preislich ändert sich da ja nichts. Das Intuos Art in der Ausführung M liegt nach wie vor UVP bei 199 Euro. Dementsprechend kann man das also hier nochmal vergleichen. Auch die Druckstufen haben sich hier nicht weitgehend geändert. Es sind 1024 Druckstufen. Und die Funktionstastenanzahl ist ebenfalls gleich geblieben. Neu ist jetzt auf jeden Fall nochmal wieder eine Software dabei, und zwar Corel Painter Essentials 5 liegt nicht dabei, sondern ist ein Download-Key. Das gucken wir uns aber alles gleich nochmal im Detail an. Das heißt, wir legen jetzt mit dem Test los. Wir zeigen euch, wo man darauf achten muss, die ersten Einstellungen mit dem Treiber und natürlich dann halt auch in der Anwendung mit diesem neuen Intuos Modell 2015. Nicht vergessen, der Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe. So, und jetzt geht's mit dem Test los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann gucken wir uns das Ganze mal en Detail an. Also auf der Verpackung schon mal der Hinweis, dass es noch eine kostenlose Software gibt. Dann klappt man auf und da findet man das Tablet als solches mit der schicken schwarzen Oberfläche. Dann auf der rechten Seite der Stylus und dann natürlich die obligatorische Treiber-CD mit Kurzanleitung in unterschiedlichen Sprachen. Treiber kann man natürlich auch aus dem Netz runterladen. Dann in der Mitte das Kabel und hier der Hinweis, dass auf der Verpackungsseite sich der Code zum Herunterladen der Software befindet. Und darunter liegend dann das entsprechende USB-Kabel. So, dann schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Also unten das neue Intuos Art, oben das Bambu, also ein ganzes Stückchen kleiner. 4 Funktionstasten sind geblieben und die Arbeitsfläche, die ist allerdings identisch.
Hier mal die Stifte im Vergleich. Man sieht, der Stylus vom Bambu ist deutlich größer und der neue Stylus hat hinten keinen Radierer. Laschen zum Reinschieben gibt es bei beiden Tablets. Dann schauen wir uns das Gerät mal von hinten an. Ich nehme die Blende runter, die kann man so nach oben schieben. Dann hat man hier vor allem das große Loch für eine Batterie. Da kann ich also die Batterie reinsetzen, wenn ich das Tablet wireless betreiben möchte. Dann gibt es da in der Mitte 3 Ersatzstiftspitzen und integriert so eine kleine Funktion, um die Stiftspitze herauszuziehen. So, es geht also ganz einfach. Stift reinstecken, rausziehen. Ich packe den mal wieder rein, damit er nicht verloren geht. Dann ist da der Platz für den Sender. Und daneben, da kann man den Empfänger reinstecken, falls man den mal mitnehmen möchte. Auf dem Gehäuse sind noch ein paar Hinweise eingeprägt. Ja, und das war es im Prinzip schon. Dann kann man die Klappe wieder draufschieben. Auf der oberen Seite befindet sich der USB-Eingang für diesen Winkelstecker, dann nochmal ein Loch fürs Kensington-Schloss und ein Schalter, um die Touch-Funktion ein- und auszuschalten. Eine Treiber-CD liegt natürlich immer dabei, aber am besten ist es, wenn man direkt von der Website den aktuellsten Treiber nochmal nachlädt. Da geht man auf die Support-Seite, kann dort das Betriebssystem auswählen. Dann wählt man das Produkt, in diesem Fall das Intuos Art. So, einmal abschicken und dann wird der aktuellste Treiber für das Betriebssystem herausgesucht. Das sollte man dann halt downloaden und installieren. Ist der Treiber installiert, kann man in der Systemeinstellung über Wacom Tablet den Treiber einstellen. Hier zum Beispiel die einzelnen Funktionstasten, die man belegen kann, sogenannte Express Keys. Die kann man nach eigenen Wünschen direkt nochmal einstellen, auch angepasst an die verwendete Software. So, und dann gibt es da einen Knopf für Express View anzeigen. Wenn man den eingehakt hat, dann zeigt einem der Bildschirm an, welche Taste man gedrückt hat. Nach einer Weile weiß man natürlich, welche Tasten man belegt hat und wie man die belegt hat. Und dann gibt es im nächsten Reiter die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Stiftspitze und den Doppelklickabstand einzustellen. Und ganz wichtig natürlich, was soll mit den einzelnen Tasten beim Stift passieren? Soll man da einen rechten Mausklick haben oder wenn man darauf drückt, dann radiert es vielleicht automatisch los? Das kann man einstellen. Auch hier Projektion. Das heißt, wie soll die Fläche vom Tablet am Monitor erfasst sein? Dann natürlich hier die Touch-Option und im nächsten dann auch nochmal die Gesten, die man einstellen kann. Arbeitet man mit 2 Fingern, mit einem Finger? Welche Tastenkombinationen sind erlaubt, welche nicht? Ja, und wenn man dann noch weitere Funktionen am Screen haben möchte, kann man auch sich das hier mit so einem Bildschirm-Bedienfeldern einblenden lassen. Man kann für jede Anwendung direkt die Steuerung ändern oder aber man kann rudimentär für alle dieselben Tastenbelegungen hinzufügen. Wie schon erwähnt, hat das Intuos Art 4 Funktionstasten. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Stift dicht an die Oberfläche kommt, dann leuchtet oben eine Statuslampe auf. Dasselbe passiert auch, wenn man draufdrückt mit dem Stift direkt auf die Oberfläche. Und das passiert auch, wenn man mit den Funktionstasten arbeitet. Man drückt die drauf, auch dann gibt es so einen Response und die Lampe geht oben an. Also ein ganz wichtiger Hinweis, damit das Tablet auch korrekt angeschlossen ist. Ja, die Oberfläche ist relativ glatt und hat so ein gepunktetes Raster. So, man kann nicht nur mit dem Stift arbeiten, sondern kann halt im Workflow gleichzeitig auch mit Touch-Gesten arbeiten.
Ja, also zum Beispiel das Bild drehen in Photoshop, das ist äußerst praktisch. Und man kann natürlich halt auch ins Bild rein und rauszoomen und muss dafür dann den Stift nicht aus der Hand legen und irgendwie eine andere Tastenkombination betätigen. Möchte man jetzt die Drucksensitivität einmal austesten, dann stellt man am besten in Photoshop erstmal so einen drucksensitiven Pinsel ein, so einen Grundpinsel. So, und dann macht man mit wenig Andruck dünne Linien und dann drückt man fester an, dann entstehen dicke Linien und von dick geht es dann wieder auf dünn. Ja, so kann man also ganz gut feststellen, ob die Drucksensitivität schon korrekt eingestellt ist. Ansonsten würde man in das Treibermenü nochmal zurückgehen und kann da nochmal direkt einstellen. Hier sieht man das, die Empfindlichkeit der Stiftspitze. So, Kringel gehen natürlich auch. Das macht man so lange, bis man denkt, okay, so sollte es gut funktionieren. Eine hervorragende erste Übung ist auch so eine Kugel und dafür ziehe ich eine Auswahlmaske auf, das auf einer extra Ebene und wähle dann einen mittleren Blauton, bestätige das Ganze dann mit OK. So, dann suche ich mir hier einen Pinsel, der auf Andruck reagiert, aus und der ist auf Druck und Deckkraft getrimmt. Dazu wird die Deckkraft nochmal runterreguliert, jeweils ungefähr 50% Deckkraft, 50% Fluss. Und dann starte ich am Rand der Kugel, trage die Farbe auf und hier merke ich schon, ob die Drucksensitivität des Tablets gut funktioniert. Ich mache den Pinsel mal noch mal ein bisschen größer, dann kommt auch in der Mitte noch ein bisschen mehr Farbe aufgetragen. Ja, so sieht man schon so langsam, wie die Kugel entsteht. Immer noch mit diesem einen Farbton. Oben lasse ich so ein bisschen Licht offen. Unten auch noch mal so ein ganz leicht, so eine Lichtreflexion. Dann nehme ich einen etwas dunkleren Blauton. Den Pinsel mache ich noch ein bisschen kleiner. Und dann kann ich am Rand wieder ganz vorsichtig reinschattieren. Ja, hier in der Mitte noch mal ein bisschen abdunkeln. So wird die Kugel noch ein bisschen rundlicher. So, und dann, wenn man sich vielleicht vermalt hat oder man möchte nochmal einen speziellen Farbton direkt aus dem Motiv heraus haben, dann kann man zum Beispiel die Alt-Taste drücken, die ist dann kombiniert auf der Taste des Tablets und dann kann man direkt den Color Picker aufrufen. Und ja, jetzt nehmen wir nochmal einen etwas dunkleren Farbton. Den mache ich nochmal direkt am Rand ganz vorsichtig rein. Und auch in der Mitte gibt es noch eine leichte dunkle Schattierung. Die Auswahl wird aufgelöst. Ich mache jetzt eine neue Ebene und auf dieser neuen Ebene kommt mit noch etwas dunklerer Farbe so ein Schattenwurf und das Ganze aber auf einer Ebene, die sich unter der Kugel befindet. Gefällt einem der Schatten nicht, kann man die Radierfunktion nutzen. Die kann man zum Beispiel direkt auf den Stift legen und nimmt dann so ein bisschen Schatten wieder weg. Als nächstes schaue ich mir das Intuos Art mal direkt in der Anwendung an. Ich habe hier meine Kürbisillustration und der Stängel, der ist noch nicht ganz fertig. Der muss jetzt noch ein bisschen strukturiert werden. Ja, der ist schon mal grob mit grün grundiert. Jetzt nehme ich mal so ein paar kleinere Pinselgrößen, suche mir dann einen hellgrünen Farbton aus und kann dann jetzt hier auf der linken Seite starten und gebe da mal so ein bisschen eine Lichtkante mit diesem hellen Grün. So, nochmal ein bisschen feiner. Dann ziehe ich da noch weitere Linien in diesen Stängel mit rein, damit die Struktur sichtbar wird. So, immer mal so ein bisschen weitere Linien nach rechts hingehend, ruhig ein paar dunkle grüne Farbtöne.
Das ist dann ja so ein bisschen die Schattenseite des Stängels. So. Dann wird das Ganze schon ein bisschen realistischer. Ja, man kann jederzeit rüberarbeiten, wenn es einem noch nicht gefällt. Jetzt hier so noch ein paar hellere grüne Streifen auf der Lichtseite. Man sieht ja, wie dieser Schein im Hintergrund sichtbar ist. Und dementsprechend wird natürlich auch die Kante von dem Stängel recht hell. So, dann kann man mit dem Wischfinger das Ganze ein bisschen verwischen. Und da klappt die Übersetzung vom Tablet zum Mac-Screen eigentlich ganz gut. Auch hier kann man mit den Funktionstasten prima arbeiten, wenn man in das Bild rein und rauszoomt oder mal zu einer anderen Position hinwandern möchte. So, mit dem Wischfinger noch ein bisschen verwischen und dann kann man hier nochmal im Bild sich bewegen. Oder hat man so ein bisschen übergemalt und die Kanten sind zu weich, dann kann man natürlich hier mit dem Radierer das Ganze wieder begradigen. So, dann mal rauszoomen und so sieht die fast fertige Kürbisillustration aus. Hier im unteren Bereich, da kann ich nochmal zeigen mit dem Auswahlwerkzeug, dass man da nochmal die Kante ein bisschen gerade macht. Das heißt, ich nehme hier das Polygonlasso, ziehe mir da eine Fläche auf, wähle dann einen Pinsel aus und mit der Alt-Taste eine Farbe. Die Alt-Taste ist wieder belegt mit so einem Express-Key und kann jetzt da so ein bisschen reinschattieren. Löst die Auswahl auf und dann sieht man, aha, da ist noch so eine kleine Kante, die muss nochmal ein bisschen übergewischt werden mit dem Wischfinger. Und dann bekommt es auch noch so einen malerischen Touch dadurch. So, und hier nochmal der Kürbis im Überblick. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Eindruck gewinnen von dem neuen Wacom Intuos Modell 2015. Das gibt es übrigens in unterschiedlichen Varianten und Farben. Schauen wir mal drauf hier. Und zwar gibt es das in der kleinen Variante in Intuos Draw Pen Small. Das startet mit 69,90. Das hat dann keine Touch-Eingabe, nur ein Stift und die aktive Malfläche ist ungefähr Postkartengröße. Dann gibt es das Ganze mit Pen und Touch. Das liegt dann bei 99,90 in der S-Größe. Und wenn es dann ein bisschen größer werden soll, was ich hier auf jeden Fall für die Digital Painter empfehlen würde, das ist dann die Medium-Variante. Da passt dann schon auf der aktiven Malfläche so ein A5-Papier drauf, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Und das kann man dann halt auch verwenden für größere Monitore, 27 Zoll, 28 Zoll. Die Übertragung ist dann also noch ganz gut vom Seitenverhältnis her. Und die Medium-Variante mit Pen und Touch liegt dann bei 199,90. Hier gibt es in dieser Variante Schwarz und auch noch Mint. Und in der ganz kleinen Variante für 69,90 gibt es Mint und Weiß. Ja, die Tablets gehen für Windows 7, 8 und 10 und natürlich auch für Mac OS X, auch für die neueren Versionen und beiliegend bzw. zum Downloaden ist ja das Corel Paint Essentials dabei und noch ein paar andere Gimmicks. Da bitte beachten, dass man da auf der Verpackungsseite da diesen Code findet.
Und ja, als Fazit vielleicht noch, ich finde es ein bisschen schade, die Verarbeitungsqualität oder beziehungsweise das Gefühl hier zum Beispiel vom Stift hat ein bisschen nachgelassen im Vergleich zu den alten Bambu oder von der Intuos-Serie davor. Da gilt es auf jeden Fall nochmal bei der nächsten Serie nachzubessern. Hier nochmal das Entscheidende, der Radierer hier ist weggefallen. Ansonsten würde man sich natürlich bei der nächsten Intuos-Serie auch noch ein paar zusätzliche Funktionstasten wünschen. So, ich hoffe, ihr hattet ausreichend Spaß bei dieser Digital Paintbook Podcast Sendung und nicht vergessen, der Digital Paintbook Podcast wird euch präsentiert von der Digital Paintbook Buchreihe. Bis zum nächsten Mal.